wird's ernst. Also, diese Woche hat sich einiges getan. Punkt 1, Haus ist verkauft. Das erste, das vom Opa hier. Das dauert halt alles, bis das jetzt schriftlich alles amtlich über die Bühne gegangen ist. Also Notartermin hatten wir jetzt am Dienstag. Und das dauert. Du musst halt Grundbuch, Lastenfreistellung, so Zeug machen. Das dauert Wochen. Und ich hoffe wirklich, dass es wirklich in 6 Wochen oder sowas über die Bühne. Also einfach so Haus verkaufen ist nicht. Nee. Ich bin gespannt. Ich muss mir das echt aufschreiben. Da war Notartermin, da war Lastenfreistellung, da gab es dann das Geld und da Irrsinn. Totaler Irrsinn. Absoluter Irrsinn. Und dann müssen wir das Ganze in unserem Haus nochmal machen. Und gut, aber nachdem ja das alles so lange dauert mit Notar und so weiter und so fort, habe ich jetzt diese Woche auch noch das mit der Spedition, mit dem Container angeleiert, weil die natürlich so eine ähnliche Vorlaufzeit haben, was uns in dem Fall jetzt in die Karten spielt, weil du organisatorisch dann nicht durcheinander kommst. Aber wie gesagt, es dauert alles noch. Wir haben jetzt Ende Januar. Das heißt, wir werden jetzt, weil das alles so ewig dauert, wahrscheinlich vor Ende März nicht wegkommen. Das Gute ist, dann kommen wir nach Costa Rica zur Nebensaison. Das passt auch wieder. Ist vielleicht nicht gleich hier Halligalli. Und ja gut, wie gesagt, das hier ist jetzt der Großteil. Das meiste ist wirklich diese Bücher, Küchenausstattung. Wir haben halt doch eine relativ große Küche mit relativ viel Zeug drin. Und das will ich auch irgendwie alles mitnehmen, auch wenn ich noch versuche, Dinge loszuwerden. Das ist ja jetzt auch noch so. Wir hatten vorletzte Woche hatten wir ja den Container. Und ich hatte zwischendrin echt schon so die Faxen dicke. Ich habe Dinge, die ich eigentlich mitnehmen wollte, einfach so wie sie waren in den Container geschmissen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Es steht mal bis hier. Das hier ist jetzt übersichtlich. Das ist jetzt hier alles. Wir haben drüben noch, ich glaube bei Felix sind jetzt noch 3 Kisten mit seinen Sachen, die er mitnehmen will. Und das darf er auch. Und da sage ich jetzt nicht, nein. Nee. Ich meine, er lässt ja auch seine Freunde zurück und bringt Opfer, ja, wie halt jeder jetzt irgendwo. Und da kann ich nicht sagen, nein, das darfst du jetzt nicht mitnehmen, bloß weil es jetzt nicht in einen Koffer passt. Nein. Wenn ich irgendwo in irgendeinem Video schon mal gesagt habe, ich will ja kein neues Leben anfangen, sondern ich will mein Leben, so wie es ist, eigentlich taugt mir ja mein Leben ganz wunderbar. Ich will es halt nur an einen anderen Ort verlegen, wo mir das Wetter besser passt. Punkt 1. Punkt 2, wo man ja, die Mentalität von den Leuten irgendwie angenehmer ist, wo man fischen kann, wo man ans Meer kann. Einfach die Dinge, mit denen auch mein Mann jetzt schon aufgewachsen ist und die ihm eigentlich jetzt schon jahrzehntelang fehlen. Und ja, ich laufe vor nichts davon. Überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist wirklich, es gibt diese Etappen im Leben, wo du irgendwann merkst, okay, das ist jetzt gut. Ich glaube, da muss man auch loslassen können. Da muss man auch sagen können, okay, ich will das nicht mehr. Sei es jetzt mit, was weiß ich, Dingen, Personen, mit Arbeit oder was auch immer. Wobei das ja eigentlich passt, aber es ist eine Summe. Es gibt nicht den einen Faktor, der uns dazu bringt. Es sind mehrere Faktoren und letzten Endes ja, überwiegt halt der Wille, wegzugehen. Und ja, und wie gesagt, beim Opa ist ja auch noch, kommen wahrscheinlich auch noch mal irgendwie so 3 solche Kisten oder sowas dazu. Ich schätze mal schon, oder ich hoffe, dass es nicht mehr sind wie 3 oder 4 oder sowas. Und Computer haben wir noch, ja. Also wir haben jetzt
Anführungszeichen nur 2 PCs, allerdings jeweils mit 2 Bildschirmen. Gruß geht raus an Aras. Hallöchen, da war wieder der zweite Bildschirm. Und ja, das braucht halt alles Platz. Das ist wie gesagt nichts, was du in den Koffer packen kannst. Und es gibt Dinge, die müssen wir neu kaufen. Banale Dinge wie ein Staubsauger. Aber das, was man mitnehmen kann, nehme ich mit. Und ja, und beim Notar. Ich habe echt ein bisschen Muffe davor gehabt, dass der Opa, ich sage jetzt, sentimental wird. Also wir hatten die letzten Monate wirklich viele Gespräche. Er ist 80. Will er das wirklich, will er das machen, will er das durchziehen, traut er sich das zu, vor allen Dingen selber auch. Ich traue es ihm zu, aber ich stecke nicht in seiner Haut. Und ich hatte Angst ein bisschen, dass er dann sentimental wird. Aber ist er nicht geworden. Das war irgendwie, ich hatte den Eindruck, es ist wie eine Erleichterung. Das ist wie so, wie wenn sein heißgeliebter Spruch, ich komme sowieso nicht rüber, wie wenn der plötzlich puff, wie weggeblasen ist, wie so eine Seifenblase. Und ich glaube, langsam macht sich Vorfreude breit. Natürlich ist auch ein bisschen Angst dabei. Ja, wenn man jetzt keine Angst hätte, dann wäre es nichts wirklich Großes, wenn nur von den großen Dingen hast du Angst. Vor denen, die du irgendwo in- und auswendig abschätzen kannst, die machen ja keine Angst. Und ja. Nochmal hier zu dem Zimmer. Das hier, das war mein altes Kinderzimmer. Vor 30 Jahren. Ja, vor 30 Jahren. Mit 18 ausgezogen hier. Also die Tapete, die war nach mir. Das ist nicht meine Tapete. Das war meine Kinderzimmertapete. Genau das hier. Hier, das Motiv. Und da. Ja, und wenn ich es jetzt gefilmt habe, ist es für die Ewigkeit. Internet vergisst nichts, nicht mal meine Kinderzimmertapete. Ansonsten geht es jetzt echt los. Und schon langsam muss ich hier auch mal wieder ein System reinbringen in die Videos. Momentan geht es echt runter und rüber. Also ich komme nicht mehr wirklich, mich hinzusetzen in Ruhe an den PC und stundenlang irgendwo an Videos rumzuschneiden und zu feilen. Aber besser einfach hersitzen oder stehen in dem Fall und plappern, als gar nichts zu tun. Wie ich im letzten Video erwähnt habe. Das ist die Zeit für die peinlichen Videos. Und das ist die Vorlage für das Video, wenn ich da drüben mal wieder auspacke. Und das hier kommt noch alles weg. Ja. Ansonsten, ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin momentan so planlos. Echt. Bis hier. Hasta la coronilla. Also, dann ciao.